Da sind wir wieder, 3 Tage später am selben Ort und lassen wieder etwas Luft in die Reifen für den langen Weg nach Salento. Ja, es war ein cooler Ausflug hier in die Wüste. Wenn man in der Nähe ist, definitiv ein cooler Abstecher. Wir haben es vor allem genossen, 3 Tage mit unseren Freunden das Campingleben zu genießen und ihnen ein bisschen einen Einblick geben in unser Alltagsleben. Also der perfekte Platz, um gemeinsam ein paar Tage zu verbringen. Jetzt geht es weiter nach Salento ins Café Dreieck. 8 Stunden Fahrt, mehr oder weniger vor uns. Ich denke mal, wir werden es nicht in einem Tag schaffen, aber das macht nichts. Wir sind da, wenn wir da sind. Wir haben es tatsächlich geschafft, in einem Tag von der Tatacoa-Wüste nach Salento zu kommen. Es war eine ziemliche Bergfahrt von 300 Meter auf 3300 und wieder runter auf 2000. Viel Lastwagenverkehr und lange waren wir unterwegs. Hier sind wir und genießen die kühleren Temperaturen. Wir haben ein dichtes Programm in Salento. Gestern waren wir im Cocora Valley. Das ist ein grünes, wunderschönes Tal mit den größten Palmen weltweit. Die riesigen, respektive sehr hohen, aber extrem schmalen Wachspalmen sind wirklich ein cooler Anblick. Wir haben eine schöne Wanderung gemacht, rund 5 Stunden, einmal hoch und wieder runter durch den schönen Wald, über ziemlich viele scary Hängebrücken. Aber auch die haben wir gemeistert. Am Abend dann wieder das gemütliche Dorf Salento genossen. Heute steht noch mehr auf dem Programm. Wir gehen nämlich heute Morgen ein richtiges Abenteuer für uns. Wir gehen reiten. Hoffentlich haben wir einen geduldigen und netten Guide, der uns das irgendwie beibringen wird. Geplant sind 3 Stunden durch diverse Flusstäler. Bin gespannt, wie das ausgehen wird. Und später gehen wir dann noch die Kaffeeplantagen besichtigen. Never thought that I would have to let you go. Tell me, how can I forget? If I could travel back in time, lay a blanket full of stars to brighten up the darkness of our sleepless nights. I'd find a way to make you smile, but I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. Words like water in my hands. I guess there's nothing left to say. Never thought that I would have to let you go. I wish that I could make you stay, but I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. Wow, was für eine coole Tour. Ein richtiges Abenteuer war das. Nicht unbedingt so anfängerfreundlich, aber ich glaube, wir haben das ganz gut gemeistert, wie wir nie was anderes gemacht hätten. Jetzt geht's zurück und dann weiter zur Kaffeeplantage. Vámonos! I could travel back in time. I'd lay a blanket full of stars to brighten up the darkness of our sleepless nights. I'd find a way to make you smile, but I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. Your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. Words like water in my hands. I guess there's nothing left to say. Never thought that I would have to let you go. I wish that I could make you stay,
klassischen Reitausfluggästen, der lange in sehr guter Erinnerung bleiben wird, haben wir noch eine Kaffeefarm besucht. Selbstverständlich, weil wir sind ja mitten im Kaffeedreieck von Kolumbien. Rund um Salento gibt es sehr viele kleinere Kaffeefarms. Wir haben uns für die Las Argacias Farm entschieden. Die Tour war sehr spannend und extrem lehrreich, den ganzen Prozess von der Kaffeeherstellung mitzuerleben. Neben dem Kaffee gibt es auch viele weitere Pflanzen wie Ingwer, Kurkuma, Bananenplantagen, Avocado, Mangos. Entweder um Schatten zu spenden für die Kaffeepflanzen oder natürlich auch um Nährstoffe für den Boden zu liefern. Ja, nach 3 coolen Tagen in Salento geht es nun weiter. Wir sind auf den Spuren von Pablo Escobar und fahren nach Medellín. Wir freuen uns auf erneut ein ganz anderes Kolumbien. El caballero que rápidamente nos está mirando. Enamorar a Harry Potter. ¿Cómo? Que Marina la pintáis. Saluda a las damas que vinieron de Black and White. Porque te cuento, ella vino de la... Wir sind in der zweitgrößten Stadt Kolumbiens, nämlich der 4-Millionen-Stadt Medellín. Ein ziemlich cooler Ort, um sich mal ein paar Tage gut gehen zu lassen und die zahlreichen, sehr leckeren Restaurants auszuprobieren. Allerdings wird einem hier auch ziemlich deutlich die brutale Vergangenheit von Kolumbien vor Augen geführt. Kolumbien kämpfte nämlich jahrzehntelang in einem ziemlich üblen Bürgerkrieg. Etwas über 50 Jahre nämlich bekämpften sich der Staat, die linken FARC-Guerillas, die rechten Paramilitärs und die Drogenkartelle bis aufs Äußerste. 2016 wurde endlich der Friedensvertrag unterschrieben und seither hat das Land wieder Hoffnung auf ein friedliches Miteinander. Das bekannteste Viertel von Medellín ist die Comuna 13, wo auch ein Großteil des Drogenkrieges stattfand. Wir haben uns wieder von Tamara und Patrick getrennt und sind ab sofort wieder alleine unterwegs. Wir hatten die letzten 2 Tage noch eine coole Zeit in Guatapé, in der Nähe von Medellín, einem kleinen, hübschen Touristendorf, welches eigentlich bekannt ist durch seinen Staudamm und den Monolith, den man besteigen kann. Die 2 haben sich ein Airbnb gemietet mit großer Terrasse und einem großen Parkplatz für Whaley. Und daher konnten wir eine coole, gemütliche Zeit noch in dem schönen Airbnb mit Seeblick genießen. Jetzt geht für uns ein neues Kapitel los und wir freuen uns auf neue Abenteuer.
Wir haben es doch noch geschafft, hier in dieses Paradies zu gelangen. Wir wollten ja im September eigentlich schon mal hierhin, wurden dann aber aufgehalten vom Regen. Die Straße, wir haben die Südroute genommen, um nach Cabo de la Vela zu kommen, war leider viel zu matschig, um mit unserem Gewicht da irgendwie durchzukommen. Zudem war auch die Windsaison leider nicht ideal. Es waren genau die 2 Monate im Jahr, wo Low Season ist. Und daher haben wir uns entschieden, zuerst einmal das Hochland zu bereisen und dann zur richtigen Zeit nochmals zurückzukommen. Das haben wir gemacht. 1000 Kilometer sind wir gefahren. Es war eine ziemlich anstrengende Reise. Wir haben viel erledigt und alles aufgestockt. Wasser und Lebensmittel sind hier nämlich ziemlich rar, daher besser gut vorbereitet hier ankommen. Diesmal sind wir übrigens über die Nordroute gekommen, welche deutlich einfacher gewesen wäre. Hätte man sich da mal gut vorbereitet, wäre es vielleicht auch schon beim ersten Mal gut gegangen. Macht aber nichts, denn die Kiter hier haben uns auch bestätigt, dass dieses Mal wirklich 2 Monate lang Flaute war, windtechnisch. Und auf Wind warten, das haben wir in Yucatan oft genug gemacht. Darauf hatten wir keine Lust. Jetzt sind wir hier, Cabo de la Vela, ein kleines Fischerdorf. Es ist nämlich fast der nördlichste Punkt von Südamerika. Nur Punta Gallinas ist noch ein paar Kilometer weiter nördlich. Eigentlich wollten wir auch dorthin, haben es uns aber mittlerweile anders überlegt. Es ist nämlich ziemlich anstrengend. Die Straßensperren können einem die Lust darauf leider etwas vermiesen. Bis hierhin sind es wenigstens nur Straßensperren von kleinen Kindern, die mit ein bisschen Wasser oder einem Apfel oder irgend sowas zufrieden sind. Geht man weiter nördlich, sind es zwischen 50 und 100 Straßensperren, die Geld wollen. Und das ist uns zu mühsam. Unser nördlichster Punkt wird daher hier in Cabo sein, wo wir jetzt hoffentlich ein paar Wochen Kitesurfen können. Der Wind zumindest, der ist stabil. Ja, wenn es mal richtig angefangen hat mit der Saison, dann herrscht hier 7 Tage am Stück, 24 Stunden lang Wind. Es sieht ganz gut aus, das Kitegebiet. Wir freuen uns aufs Kitesurfen bei kleinen gemütlichen Kiteschule Tawi am Ende des Beaches und ja, mal schauen, ob wir Fortschritte machen können. Wir haben die gut 100 Kilometer quer durch die Wüste und die Prärie geschafft, haben es hinter uns gebracht und sind ehrlich gesagt froh, sind wir jetzt hier, wo wir sind.
Es war relativ anstrengend, als wir raufgefahren sind. Kurz vor Sonnenuntergang hatten offensichtlich schon alle Feierabend. Heute doch einige Straßensperren mehr, die Geld wollten und nicht wirklich mit sich diskutieren ließen. Teilweise sind wir einfach weitergefahren, anderen Orten ging es nicht anders, als zu bezahlen. Irgendwie schade. Eigentlich wäre die Landschaft ein Traum dort oben. Es hat ein bisschen was von der Wacha mit ihrem Verhalten. Allerdings bezweifle ich, dass der Tourismus hier irgendwann wirklich Fuß fassen wird. Insbesondere da es von Jahr zu Jahr schlimmer wird, mehr Straßenblockaden gibt und immer mehr Geld verlangt wird. Für uns geht es jetzt raus aus der Hitze und rauf in die Berge. I saw fireworks that day in every way. I saw fireworks for the second time. Wir sind zurück im Hochland. Von Cabo de la Vela sind wir ziemlich direkt nach Villa de Leyva gefahren, eines der berühmten Kolonialdörfer. Dort haben wir Weihnachten verbracht auf einem einfachen Campingplatz, haben gut gegrillt und ein bisschen das Dorf erkundet. Zu Fuß und auch per Mountainbike. Das Dorf hat uns nicht wahnsinnig überzeugt, ehrlich gesagt. Da haben uns andere Kolonialdörfer wie Barichara oder Zapatoca deutlich besser gefallen, aber war trotzdem eine gemütliche Weihnachtszeit. Von dort aus sind wir dann weitergefahren zur Ruta del Cacao und stehen nun hier bei der Finca San Luis, wo wir heute Vormittag eine ausgiebige Kakao-Tour machen werden. Der Weg hierhin war ziemlich abenteuerlich. Es sind rund 8 Kilometer schmale, abschüssige Straße, also viel größer als Whaley möchten wir ehrlich gesagt nicht sein. Wir haben es aber geschafft und stehen jetzt hier auf der Finca bei Alejandro und Vivian, einem Pärchen, das vor 3 Jahren die Finca hier aufgebaut hat. Wir sind gespannt. Als Schweizer mit unserer Schokolade sind die Ansprüche natürlich hoch. Also, los geht's! Stressing, counting all my blessings. God, come get me out of this town. 'Cause every day I wake up wishing I could break up with the city light and construction sound. I couldn't wait. Pigs, they have chickens, they have plantains, and so they don't do any of it well. Yeah. See? But now that I'm here, I'm filled with fear. In the mirror when I look in my face, all I see is an empty heart and broken dreams. Oh, you got me cussing, yeah, I'm probably running, trying to get away from myself. Do I need a vacation, maybe medication? No, así mírele. Ah, bueno. A little piece. So much to cool. It's all I could do to get away. But now that I'm here, I'm filled with fear. In the mirror when I look in my face, all I see is an empty heart and broken dreams. Es ist einiges passiert in den letzten Tagen. Die Kakao-Tour war übrigens ein wirklich cooles Erlebnis. Für uns spannender als die Kaffeeplantagen. Die Tour war extrem interaktiv. Wir sind zuerst eine gute Stunde oder so mit Alejandro durch die Plantagen gelaufen, haben einige seiner 14.000 Bäume besichtigt und im Anschluss dann gemeinsam mit einer kolumbianischen Gruppe auch den Kakao hergestellt.
Im Unterschied zu Kaffee wird Kakao fermentiert und erst im Anschluss dann getrocknet, geröstet und gemahlen zu leckerem Kakao. Alejandro und Vivian machen das wirklich sehr sympathisch in perfektem Englisch und ist definitiv ein Besuch wert. Von der Finca sind wir dann weitergefahren Richtung Medellin, haben eigentlich eine geteerte, gut ausgebaute Straße erwartet mit vielen Mautstellen. Gefunden allerdings haben wir eine Offroad-Strecke mit Schlaglöchern und kleinen Flussüberquerungen. Es war sehr langsames Vorwärtskommen, aber das Panorama war unschlagbar. Keine Menschen, hier und da ein Haus mit Kolumbianern, die in den Bergen wohnen. Wirklich schöne Strecke. Der Weg dann nach Jerico und Jardín, da wussten wir, dass der eng ist und was für kleinere Fahrzeuge war aber kein Problem, das auch mit Wheelie zu meistern. Solange die Straßen trocken sind, geht das ganz gut. Erneut ein wunderbares Erlebnis und 2 hübsche Dörfer. In Jerico sind wir nur kurz geblieben, weil es uns einfach deutlich zu viele Menschen hatte. Jardín war von dem her nicht viel besser, ehrlich gesagt, aber wir haben einen schönen Campingplatz gefunden und hatten da eine schöne, ruhige Naturoase, sehr nahe am Zentrum. Da wir die Kaffeetour allerdings schon in Salento gemacht haben, konzentrierten wir uns auf andere Aktivitäten und haben einfach die Umgebung erkundet mit ein bisschen Trailrunning, Wandern, haben einen schönen Vogel gefunden, den es da zu sehen gibt, in einem hübsch angerichteten Garten. Ja, ist eine schöne Umgebung und definitiv ein Stopp wert. Walking on fire in the waves of desire, but it's only giving me the blues. High on a wire with the eyes of the choir, quite prepared to sing the darkest news. I made a mess that nobody needed. All of my cash and my love depleted. I shouldn't be here, but my heart keeps beating. And still the earth keeps spinning on its axis. Keep waking up and I call it practice.